Weinviertler Hügelland, genauer gesagt in Leiserbergen in Niederösterreich, waren wir, die Fundstelle, im Spätsommer wieder zu Besuch bei einer Ausgrabung des Archäologen Klaus Schindel, der dort mit seinem Team eine Höhensiedlung aus der späten Bronzezeit erforscht. Erfahrt gleich nach dem Intro, was diese Anlage so besonders macht und welche Funde bisher zutage kamen. Gefallen euch unsere Dokus? Dann abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da und empfiehlt die Fundstelle weiter. Bitte nützt auch die Kommentarfunktion für Feedback und Fragen. Wir befinden uns hier westlich des heutigen Orts Michelstetten in der Flur Steinmandl oder auch Altstadt. Es ist ein Kalkfelsen, der da mehr oder weniger rausragt, und auf diesem Kalkfelsen befinden sich mehrere befestigte Höhensiedlungen aus verschiedenen prähistorischen Phasen. Da, wo wir jetzt sind, das ist die sogenannte Altstadt, die größte dieser Anlagen. Mit einer Gesamtfläche von knapp 14 Hektar und noch einer Vorburg dazu ist das wirklich ein großes Ding sozusagen. Wirklich eine mächtige Anlage mit einem sehr hoch erhaltenen Wall, den man auch heute noch wirklich eindrucksvoll sehen kann und der die gesamten 14 Hektar umfasst und umschließt. Und die trägt eben noch den Namen Altstadt, weil die Bevölkerung auch wirklich noch wusste, dass da eine alte Stadt sich befand, und so hat sich dieser Flurname Altstadt bis heute eben erhalten. Wir befinden uns jetzt von der Periode hier am wahrscheinlichsten in der späten Bronzezeit bis hin zum Übergang in die frühe beginnende Eisenzeit, wo der Ursprung dieser riesigen Anlage liegt. Was auffällt, diese spätbronzezeitlichen Anlagen sind tatsächlich sehr oft abgebrannt. Also wir haben auch hier in Michelstetten den Nachweis von einem abgebrannten Wall, in dem Fall einfach wirklich verziegelte Lehmeinschlüsse, durchglühte Steine. Also hier dürfte es recht konfliktreich gewesen sein in der späten Bronzezeit. Diese Konflikte könnten vielleicht der Grund für eine Besonderheit der Befestigungsanlage der Altstadt sein, die nur bei wenigen anderen Siedlungen nachgewiesen werden konnte. Sogenannte Reitergassen. Reitergassen sind mehrere parallel zueinander verlaufende Aufschüttungen außerhalb der eigentlichen Wallanlage. Bisher wurde angenommen, dass es sich dabei um Hindernisse für herannahende Reiter handelt und dass diese aus der Zeit der Ungarneinfälle im Mittelalter stammen. Beides ist aber wahrscheinlich falsch. Die Siedlung ist von einer Seite besser zugänglich. Von 3 Seiten ist sie natürlich abgeschnitten durch steile Hänge, und auf der besser zugänglichen Seite befindet sich eine kuriose Seltenheit, nämlich sogenannte Reitergassen unter Anführungszeichen. Das sind Annäherungshindernisse. Die ursprüngliche Theorie, die man in der Literatur sehr häufig liest, ist, dass es sich um Hindernisse gegen Reiterbogenschützen handeln soll. Aber dadurch, dass die Gassen selbst gerade mal meistens eher so zwischen 15 und 20 Meter entfernt vom Hauptwall sind, berührt das einen Reiter nicht wirklich. Der schießt trotzdem einfach drüber. Es gibt zwar längere Annäherungshindernisse, wie zum Beispiel hier in Michelstetten mit über 30 Meter von der Mauerkrone weg, aber selbst das ist für einen plänkelnden Bogenschützen eigentlich kein Problem. Insofern ist diese alte Theorie zum Schutz gegen angreifende Reiterbogenschützen aus der Zeit der Ungarn nicht haltbar. Während wir aus der späten Bronzezeit in Niederösterreich, jetzt sagen wir mal grob ein Dutzend bekannte größere Anlagen haben, gibt es in Niederösterreich nur 2 mit diesen Reitergassen-Annäherungshindernissen. Es gab wahrscheinlich mehr davon, aber die sind wahrscheinlich durch Forstarbeiten und landwirtschaftliche Tätigkeit zerstört. Weitere 2 gibt es in der Steiermark, davon haben wir auch schon eine erforscht. Also mein Kollege Florian Mautner, der mit mir die Grabung am Dietenberg in der Steiermark gemacht hat. Dort haben wir bereits solche Reitergassen ausgegraben, und die konnten wir erfolgreich ins 3., 2. Jahrhundert vor Christus, in die Lateinzeit datieren. Hier in Michelstetten ist uns das leider nicht gelungen. Wir konnten zwar immerhin einige architektonische Elemente, also Bauphasen,
Erkenntnisse dazu gewinnen, aber eine Datierung war leider nicht möglich. Wir hatten zwar Keramik im Graben, die durchwegs prähistorisch ist, aber das ist eben die Grabenverfüllung. Und die Grabenverfüllung, die kann immer entstanden sein. Die kann theoretisch, sage ich jetzt einmal, vor einem Jahr auch mit altem Material verfüllt worden sein. Und das ist einfach das Problem, das wir bei diesen Annäherungshindernissen haben. Ohne klare Funde wie Beispiel, sagen wir, unter der Schüttung dieses Walls, dieser Annäherung, da bräuchten wir ganz unten idealerweise einen zerbrochenen Topf, der da fast ganz liegt. Das wäre schön, aber das gibt es halt leider einfach nicht. Mittlerweile konnte ich ja doch schon eine relativ gute Verbreitung dieser Anlagen in Europa herausfinden. Aktuell stehe ich bei ungefähr 40 vergleichbaren Anlagen, von Großbritannien bis nach Bulgarien und von Deutschland bis nach Italien runter, 6 davon in Österreich. Auch wenn wir die Funktion dieser Anlagen nicht eindeutig beweisen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Gassen, die sich hier gebildet haben zwischen den aufgeschütteten Wällen, dazu dienten, angreifende Infanterie in ihrem Vorkommen zu bremsen und an dem seitlichen Bewegen zu hindern. Das heißt, dass die einfach zu leichten Zielen für Fernwaffen wurden einerseits. Und dazu, wahrscheinlich in den Gassen dazwischen, hat man mit Hölzern oder auch mit Steinen versucht, die Personen einfach zu bremsen, dass die nicht so schnell in einer großen Menge auf den Hauptwall zustürmen konnten. Während Klaus zurzeit noch nicht belegen kann, wozu diese Annäherungshindernisse genau gedient haben, gibt es bei dem heute immer noch enorm hohen Wall keine Zweifel an dessen Zweck. Doch auch er birgt Geheimnisse. Die Wallanlage ist noch nicht datiert in diesem Fall, weil wir sie schlicht und einfach noch nicht ausgegraben haben. Das ist wirklich ein Großprojekt bei einer Wallanlage, die stellenweise bis zu 5 Meter aufgeschüttet war. Was wir aber sehen, dass aus der Wallschüttung bronzezeitliche Keramik herauspurzelt. Das bedeutet, die haben beim Aufschütten die bereits bestehende Siedlungskeramik mitgenommen und da aufgeschüttet. Das heißt, das kann nur jünger sein als die Scherben, die wir da drin finden. Insofern haben wir dafür zumindest mal einen Terminus postquem späte Bronzezeit. Wir stehen jetzt fast am westlichsten Zipfel dieser Wallanlage hier in Michelstetten. Man sieht hier eine Kurve und hinten am Horizont geht der Wall dann Richtung Osten weiter. Und hier ist er auch am mächtigsten. Hier vorgelagert auch nach dem Graben, der noch hier zusätzlich sicherlich 2-3 Meter tiefer war, liegen dann die sogenannten Reitergassen, diese Annäherungshindernisse. Der Wall selbst ist aus Stein geschüttet, das wissen wir schon von ein paar Wildschweinkuhlen, die hier archäologische Arbeit verrichtet haben und große Löcher zum Nisten gemacht haben, wo dann die Steine auch rauspurzeln. Wahrscheinlich ist es aber so, dass das Holzkästen waren oder Holzverstrebungen, die dann mit Stein verfüllt worden sind, um diesen ganzen heute sehr verrodelten Wall eine bessere, stabilere Form zu geben. Also das muss man sich dann so vorstellen, dass die Flanken hier, also hier war es wesentlich steiler, hier war es natürlich steiler, wahrscheinlich sogar wirklich gerade, vertikal nach unten, Holzverbauungen, Holzkästen, möglicherweise mit Steinverblendungen und darauf war dann nochmal eine Holzbrüstung drauf. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man von der Erosion jetzt noch mal einen Meter dazu gibt und darüber dann vielleicht noch einmal 1-2 Meter Holzaufbau, dann war die ganze Anlage von unten, vom Graben, der Grabensohle bis nach oben sicher 10 Meter hoch. Und das muss wirklich ein eindrucksvolles Bild gewesen sein, wenn man da als Reisender oder vielleicht auch als Angreifer im schlimmsten Fall an diese Wallanlage rankommt. Hier an dieser Stelle, wo die Erosion schon ein bisschen zugeschlagen hat, sieht man, dass der Korpus dieses Walls aus Steinbrocken aufgeschüttet worden ist. Also das sind wirklich große Brocken drinnen, die natürlich lokal anstehen. Also das ist jetzt nichts, was man von weiter her geholt hat, sondern direkt wahrscheinlich aus dem Graben hier dann raufgeschüttet. Nichtsdestotrotz ist das Volumen wirklich eindrucksvoll bei dieser mehreren 100 Meter langen Anlage. Im Wald zeigt sich auch immer wieder eine rote Färbung. Also das Erdmaterial
scheint verziegelt gewesen zu sein, unter hohem Temperatureinfluss, möglicherweise durch ein ganz normales Brandereignis, aber vielleicht auch durch einen Angriff und die sukzessive Zerstörung. Das wissen wir natürlich noch nicht. Also immer wieder diese großen Steinbrocken und dazwischen wirklich rötliche Erde und rot gefärbte Steine, die da rausputzeln. Und gelegentlich auch ein bisschen Holzkohle. Das schau her. Und wo wir gerade vorher darüber geredet haben, immer wieder taucht aus dieser Schüttung, direkt aus der Schüttung, aus dem Material, dann bronzezeitliche Keramik auf. Das heißt, die müssen das Baumaterial aus der Siedlung genommen haben, um es dann hier wirklich, das ist halt zufällig dann der Siedlungsabfall mit in die Walschüttung hineingekommen. Man findet hier unzählige Stücke, bronzezeitliche, spätbronzezeitliche Stücke in der Walschüttung, aber das ist definitiv das bislang am reichsten dekorierte, das ich hier entdeckt habe. Wir werden das gleich auch dokumentieren und den Fundpunkt einmessen, dass das nicht verloren geht. Das Stück selbst stammt von einem großen Gefäß, einem Art Kegelhalsgefäß. Man sieht hier diese umlaufenden Kanneluren um den Bauch-Hals-Umbruch. Also wenn ich das so, wenn man das so hinstellt, muss man sich da noch den Rand, den auskragenden Rand vorstellen und ein großes bauchiges Gefäß. Ein wirklich, wirklich tolles Stück. Ob ihr es glaubt oder nicht, Klaus hat die Scherbe während des Drehens tatsächlich zufällig gefunden. Nicht zufällig aber wurden die Schnitte der Grabung im Inneren der Wallanlage gewählt. Bereits im Vorfeld wurde versucht, mit Hilfe geophysikalischer Methoden vielversprechende Stellen zu finden. Die Geophysik kann hier eine große Hilfestellung leisten, hat aber durchaus auch ihre Tücken. Im Vorfeld dieser Grabung wurde 2024 eine Geomagneterprospektion von der Geosphere Austria durchgeführt. Und die war die Grundlage für die Entscheidung, was wir dieses Jahr ausgraben. Primär ging es da jetzt mal darum, zu verifizieren, ob die Anomalien in der Magnetometerprospektion archäologische Befunde sind oder ob es ganz was anderes ist. Und wir haben uns da im Speziellen eben für die Stelle hinter mir entschieden, auf anfangs 5x5 Meter einige Anomalien zu überprüfen, die Gräbchen, Steinlagen, Gruben und potenzielle Grubenhäuser gezeigt hat. Das Ganze hat sich dann so herausgestellt, dass wir zwar irrsinnig viel Fundmaterial aus vielen verschiedenen Epochen hatten, aber dann kaum Befunde, lediglich 4 Pfostenlöcher in den Fels hinein oder in den Untergrund, in den gewachsenen Mutterboden eingegraben. Das ist zwar jetzt kein schlechtes Ergebnis, das ist durchaus erfreulich, aber es ist nicht ganz das, was die Geophysik gezeigt hat. Und an dieser Stelle muss man natürlich auch immer, muss einem klar sein, dass die Geophysik nur die Anomalie anzeigt und das, was da interpretiert wird oder zu sehen sein kann, nicht immer auch dem entspricht, was wir dann in der Grabung tatsächlich feststellen können. Wir haben dann, nachdem wir den ersten Schnitt fertiggestellt haben, an einer anderen Stelle bei einer sehr markanten Anomalie, die als Grubenhaus interpretiert wurde, nochmal einen Schnitt angelegt auf 3x3 Meter, um eben diese Anomalie zu verifizieren. Es hat sich dann herausgestellt, dass der sehr stark amagnetische Kalkboden, auf dem wir uns hier bewegen, eine einfache Grube, eine einfache Senke war da drinnen, die hat sich verfüllt mit bronzezeitlichem Abfall, der einfach vom Hang aufwärts verfüllt wurde, aber sehr stark humos und somit sehr stark magnetisiert, auf dieser geophysikalischen Prospektion einfach stark gestrahlt hat, sage ich jetzt einmal, oder ist natürlich der falsche Ausdruck, einfach eine starke Anomalie erzeugt hat. Und dem sind wir nachgegangen und in dem Fall leider auch wieder enttäuscht worden. Es war kein Grubenhaus, sondern einfach nur eine verfüllte Grube. Aber das sind sehr, sehr wichtige Ergebnisse für uns bei der allerersten Siedlungsgrabung hier, weil wir in Zukunft die Geophysik oder die Geophysiker auch aus unseren Ergebnissen lernen können und diese neuen Messungen dazu in den zukünftigen Jahren auch besser interpretieren können. Trotzdem ist die Grabung in der Altstadt natürlich kein Misserfolg, wie einige schöne Fundstücke belegen.
Auch wenn die Grabung 2025 von der Befundsituation her etwas mager war, also ein paar Pfostenlöcher und eine verfüllte Grube, waren wir umso mehr überrascht, wie breit gefächert unser Fundmaterial war. Hier haben wir 3 schöne Fragmente von einem mit großer Wahrscheinlichkeit spätlateinzeitlichen Gefäß. Wenn man da ein bisschen besser genauer drauf schaut, sieht man vielleicht dieses Wellenband und eine aufgelegte Leiste. Und das ist eben ein Element gemeinsam mit dieser Tonart und dem Scheibengedrehten, ein Element aus der späten Lateinzeit mit mährischem Einfluss. Besonders erfreulich war auch diese frühmittelalterliche Keramik oder sogar Keramik aus dem frühen Hochmittelalter. Ziemlich viel Material aus dieser Zeit ist jetzt aus unserem ersten Grabungsschnitt rausgekommen und das hat uns durchaus überrascht. Das war da gar nicht wirklich zu erwarten, aber es ist erfreulich und zeigt uns, dass das Areal auch im frühen Mittelalter oder im frühen Hochmittelalter intensiv genutzt worden ist. Wir haben ja gleich unterhalb der Altstadt von Michelstetten, im heutigen modernen Ort Michelstetten, gab es, ich glaube in den 80er Jahren, eine Grabung vom Landesmuseum an einer lateinzeitlichen Fundstelle mit dem Nachweis von Münzprägung und einer frühmittelalterlichen Fundstelle mit einer großen Ausdehnung. Und das war immer so ein bisschen verwunderlich, warum sitzen die da unten, nicht da oben in der Altstadt, wenn das doch ein befestigtes Areal ist, das sich perfekt dafür anbieten würde. Und jetzt haben wir auch endlich den Nachweis, dass es wirklich auch zu diesen Zeiten genutzt wurde. 2 überraschende Funde, beide leider nicht aus der Grabung, sondern der eine beim Telefonieren zu lange auf den Boden geschaut, der andere beim Austreten entdeckt ein spätantiker Spinnwirtel und ein spätantike, möglicherweise auch frühmittelalterliche Glasperle, die uns einfach zeigen, dass wir quer durch die Zeit hier immer wieder Benutzung dieser Anlage durch die Menschen haben. Die Altstadt in Michelstetten ist ein altbekannter Fundplatz auch für Sonnengänger, die hier leider in den vergangenen, 30, 40 Jahren alles an oberflächlichem Metall mittlerweile mitgenommen haben. Das ist für uns natürlich ein Nachteil, weil diese Funde für uns für immer verloren sind. Aber es gibt auch ein paar glückliche Zufälle, sage ich jetzt mal. Unter anderem hatten wir das Glück, dass der ehemalige Förster hier in diesem Wald auch immer wieder Gegenstände aufgesammelt hat und aufgehoben hat. Und der hat jetzt der Tochter des Grundbesitzers einen Gegenstand übergeben, der wirklich von herausragender Besonderheit ist, nämlich ein Stück eines Pferdezaumzeugs. Ich kann es zwar noch nicht ganz einordnen, welches Stück vom Pferdezaumzeug, aber jedenfalls ein Stück, das in der späten Bronzezeit einer östlichen Herkunft zuzuordnen ist. Also das kein lokales Produkt ist, wirklich sehr schön aus Knochen gefertigt, mit 2 Öffnungen und vielen Verzierungen drauf. Ein sehr, sehr tolles Objekt, das sehr viel Freude bereitet, da wir hier diesen Nachweis dieses östlichen Formenkreises nachweisen können. Mit Vergleichsstücken aus Ungarn in diesem Fall. Wir graben hier recht fleißig. Für mich als Büromensch, als Bleistiftspitzer, ist es durchaus eine Herausforderung, da einen ganzen Tag an einer Schaufel und einer Kelle zu sein. Aber es macht trotzdem irrsinnig Spaß. Man ist den ganzen Tag in der frischen Luft. Und wir hoffen jetzt noch auf ausgiebig Funde morgen und übermorgen. Wir haben auch viele Scherben gefunden aus unterschiedlichen Epochen mit unterschiedlichen Verzierungen. Die Grabungsleiter erklären uns dann immer, uns Hobby-Grabungshelfer, aus welcher Zeit das ist, erzählen uns ein paar Geschichten dazu. Ja, wir sieben jetzt sozusagen das ganze Material, das Gestein, das Geröll in der Hoffnung, hier dann Scherben oder Knochen oder ja auch Baumaterial zu finden. Und dann kann man schnell testen, durch Rubbeln beispielsweise, ob das eventuell ein interessantes Teil sein könnte. Aber das sieht schwer jetzt nach einem Stein aus. Ja, und am Anfang denkt man, das kriege ich nie hin in den ersten Stunden. Und dann auf einmal merkt man mit der Zeit den Unterschied.
Ja, aktuell sind wir hier in unserem Schnitt Nummer 5 damit beschäftigt, eine massive schottrige, schuttige Schicht abzunehmen, wo wir eben darunter, wie man schon vereinzelt erkennen kann, dunkle Befunde vermuten, die vielleicht auf bauliche Strukturen wie Pfostenlöcher oder Gruben hinweisen dürften. Und da müssen wir jetzt eben schauen, wie wir das sauber hinbekommen und vielleicht mit diesen Verfüllungen, die nicht immer eindeutig schnell zu verstehen sind, wie wir damit umgehen und wie man die vor allem in der Nachbearbeitung interpretieren kann. Spätbronzezeitliche Befestigungen dieser Art gibt es zahlreiche. Es ist alles voll damit, kann man eigentlich sagen. Nur die wenigsten sind wirklich großflächig erforscht. Das wird hier wahrscheinlich auch nie der Fall sein. Wir suchen ja eigentlich gerade die Nadel im Heuhaufen mit unserer kleinen Grabungsfläche von 50 Quadratmetern auf einer Fläche von 140.000 Quadratmetern. Das ist wirklich der absolute Anfang. 2026 werden wir an einer anderen Stelle in der Altstadt graben, die etwas bessere Befundehaltung erwarten lässt. So aufgrund der Erosion, die an der Stelle nicht so stark angreifen kann, wird dort wahrscheinlich, wenn auch wirklich was im Boden dann drinnen ist, es besser erhalten sein. Danke fürs Zuschauen. Um uns zu unterstützen, mehr Videos wie dieses hier zu produzieren, abonniert den Kanal und lasst uns ein Like da. Um das zu tun, braucht ihr einen kostenlosen YouTube-Account, der schnell erstellt ist. Wenn ihr dann auch noch die Benachrichtigungsglocke klickt, erfahrt ihr sofort, wenn das nächste Video erscheint.